Moin, liebe Lüt. Dieses Video könnte tatsächlich meine Einnahmen ein bisschen schmälern, aber ganz ehrlich, da lege ich gar keinen großen Wert drauf. Ich freue mich immer darüber, wenn ihr die Amazon Partnerlinks verwendet. Es gibt immer ein paar Centbeträge, die dann meinem Kanal zugutekommen. Trotzdem beschäftige ich mich heute mit Amazon, denn ich habe mein Amazon Prime Abo gerade gekündigt. Weshalb ich das gemacht habe und was dabei dann so passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Es ist bei mir genauso gelaufen, wie es wahrscheinlich bei vielen von euch gelaufen ist. Ich habe irgendwann Amazon mal ausprobiert, habe meine ersten Bestellungen gemacht, habe dann festgestellt, oh, ist auch tatsächlich ein bisschen praktisch, ein bisschen bequem, denn wenn mir das Ganze nicht gefällt, Rückabwicklungen waren immer ziemlich unproblematisch bei Amazon. Irgendwann habe ich dann auch tatsächlich ein erstes Abo abgeschlossen darauf, dass ich mir den Prime-Dienst damals gegönnt habe. Das ist, glaube ich, mit 49 Euro bei mir damals angefangen. Das ist so der Gebührensatz gewesen, der bis 2016, Anfang 2017 gegolten hat. Ab da wurde das Ganze dann teurer. Von 49 Euro stieg ab Februar 2017 dann der Beitrag auf 69 Euro. Jährliche Zahlweise war immer schon günstiger als die monatliche Zahlweise. Von daher habe ich das immer dann auch schon als ja, jährliche Zahlweise gemacht. Die nächste Erhöhungsstufe war dann 2022 erreicht. Da kostete das Ganze dann 89 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat. Also wenn man das dann auf die Jahresgebühr umrechnet, dann stellt man fest, die monatliche Gebühr ist tatsächlich dann auch teurer. Dafür kann man sie aber natürlich auch monatlich jederzeit beenden. Ich bin den einfachen Weg gegangen, habe gesagt, nee, möchte ich gar nicht, mache ich regelmäßig, nutze ich zahle auch weiterhin jährlich. Obwohl mir 89 Euro dann allmählich dann auch schon, ja, ich will nicht sagen wehgetan haben, so ein Betrag tut einem nicht weh, aber es ist eine Ausgabe, über die man tatsächlich schon nachdenkt. Viele eurer monatlichen Ausgaben sind solche überschaubaren Beträge und einzeln für sich gesehen sind die ja durchaus okay, nicht jetzt irgendwie über Gebühr teuer oder etwas. Man kriegt ja auch einen Gegenwert. Aktuell ist es halt auch so, dass ich dann die Prime-Video-Dienste dann ja auch kostenlos nutzen kann. Auch schon seit geraumer Zeit ist das ja so. Und tatsächlich ist Prime Video sogar einer der Videodienste, die eher zu den günstigen dann gehören. Wenn ich mir dann die Abo-Modelle derzeit von Netflix und von anderen Anbietern angucke, da zahlt man doch einiges mehr für deren Dienste. Aber es ist eine monatliche Ausgabe und monatliche Ausgaben, die immer wiederkehren, macht jeder kleine Betrag dann auch irgendwo nachher eine Endsumme, die unter all diesen kleinen Ausgaben dann nachher schlussendlich unterm Strich drunter steht. Und deswegen macht es schon Sinn, ab und zu mal zu gucken, ob die eine oder andere Ausgabe für einen noch angebracht ist. Ob das Fitnesscenter zum Beispiel, das man überhaupt nicht mehr besucht, dann tatsächlich immer noch jeden Monat bezahlt werden muss. Man muss natürlich rechtzeitig dran denken, so etwas zu kündigen. So ist es auch bei mir jetzt gewesen. Mein Jahresabo ist jetzt nämlich gerade ausgelaufen, hat jetzt gerade zu Ende März hin seinen Ablauf gehabt. Und da habe ich mir dann tatsächlich Gedanken gemacht, will ich das dann jetzt weiterlaufen lassen oder will ich das nicht weiterlaufen lassen? Bisher war ich eigentlich zu gemütlich, es zu beenden. Und so viel sei verraten, ich habe jetzt den Schritt gemacht, ich habe das Ganze gekündigt. Was hat mich dazu bewegt, es jetzt zu kündigen? Ich mache für euch YouTube-Videos. Bisher war es für mich eigentlich immer so, dass ich auf Prime dann auf meinen Touren regelmäßig dann auch was gestreamt habe, zum Teil dann auf mein Tablet runtergeladen habe und dann offline mir das habe angucken können. Ich habe jetzt eigentlich die letzten 2 Jahre auf meinen Touren festgestellt, da mir das einen wahnsinnigen Spaß macht, für euch hier die Videos zu machen. Ich habe abends immer noch so viel zu tun. Ich meine, in angenehmer Art und Weise zu tun. Ich sitze am Laptop und bin am Videoschneiden für euch. Ich komme gar nicht so sehr zum Streamen. Und auch zu Hause, wenn dann keine Urlaubsphase ist, es ist doch sehr überschaubar, was ich dann tatsächlich geguckt habe. Ehrlich gesagt, ich habe eine Watchlist, die ist unheimlich lang.
Und da sind Sachen drauf, die habe ich vor 3 oder 4 Jahren auf die Watchlist gesetzt und gesagt, das willst du dir eigentlich mal angucken. Und ich bin bis heute nicht dazu gekommen, es mir anzugucken. Und das geht mir mit ganz, ganz vielen Sachen so, dass letzten Endes, man würde es gerne mal tun, aber es fehlt einem immer die Zeit. Und ganz ehrlich, die Zeit, die ich da mit anderen Dingen verbracht habe, die kam mir jetzt eigentlich nicht verkehrt genutzt vor. Denn letzten Endes, wenn ich mir irgendeinen Stream angucke, das ist passiv verbrachte Zeit. Wenn ich aktiv selber etwas tue, gestalte, beim Videoschneiden, das ist für mich ein kreativer Prozess, der macht mir einen Heiden Spaß. Oder ich sitze einfach abends und genieße den Sonnenuntergang. Ist für mich, ehrlich gesagt, besser verbrachte Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich sehe es so. Und jetzt kam es dann, dass Amazon mich wirklich geärgert hat, denn ab Jahresanfang ist in das bestehende Abo, die Stiftung Warentest ist da wohl auch immer noch am Ball, dass sie sagt, das geht eigentlich nicht, ihr könnt nicht in bestehende Verträge eingreifen und die einseitig verändern, verschlechtern. Bin ich auch nochmal gespannt, was da bei der Stiftung Warentest bei herauskommt. Aber das haben sie getan. Ab Jahresanfang, habt ihr sicherlich auch schon gemerkt, wenn ihr Amazon Prime selber nutzt, wird in jeden Stream ein kurzer Werbeblock eingebaut. 1 bis 2 Werbespots werden euch da in euren Spielfilm mit eingemischt und auch eine Serie wird unterbrochen und ihr kriegt 1 bis 2 Werbespots dazwischen. Ganz ähnlich eigentlich wie bei YouTube. Da muss ich auch damit leben und auch die Videos, die ich jetzt hochlade. Ich reduziere sogar schon ständig die Werbeblöcke, die YouTube da mir vorschlägt. Aber ganz weglassen, die Werbeblöcke, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich das zu doll mache, dann wird mein Video vom YouTube-Algorithmus nicht mehr so stark vorgeschlagen, weil natürlich YouTube auch ein Interesse daran hat, dass ihr Inhalte schaut, in denen sie Werbung unterbringen können. Also Werbung auf Null runterzudrehen, für meine Kanalgröße nicht zielführend. Das mag bei größeren, deutlich größeren Kanälen, die eine gewisse Bedeutung erreicht haben, so wie die im öffentlich-rechtlichen Bereich dann angestrengt werden. Da mag das dann auch funktionieren, auch für den Algorithmus. Bei kleinen Kanälen habe ich da tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, es könnte ein Eigentor werden, wenn man da die Werbung rausnimmt. Aber wie gesagt, bei YouTube weiß das jeder. Der Dienst ist kostenlos und dadurch, dass er kostenlos ist, ist es auch für mich legitim, dass er werbefinanziert ist und dass man halt ein bisschen Werbung gucken muss. Ja, es ist gerade aktuell ein bisschen mehr geworden. Auch mich stört das. Auch die Länge der Werbeblöcke sind zum Teil auch bei YouTube inzwischen etwas länger geworden. Aber es ist für mich immer noch im vertretbaren Rahmen. Und wie gesagt, es ist kostenlos. Das ist es bei Amazon Prime nicht. Ich zahle für diesen Service und ich soll jetzt zusätzlich auch noch die Werbung ertragen oder meine monatliche Gebühr erhöhen. Für mich war das jetzt mal der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss man auch Amazon mal zeigen, dass man nicht alles mitmacht. Ich werde jetzt mein Prime-Abonnement beenden, habe es bereits beendet. Davon kann ich euch jetzt berichten, was ich dabei dann so gesehen habe. Und dann sind wir mal gespannt, ob das irgendeine Auswirkung auf das Verhalten von Amazon haben wird. Ich befürchte ja wahrscheinlich nicht. Aber zumindest im Moment werde ich jetzt erstmal überhaupt nichts vermissen. Wenn irgendwann wieder eine der Top-Serien kommt, also The Boys ist eine von meinen Serien, die ich sehr, sehr gerne mag, da steht demnächst dann irgendwann die nächste Staffel davon an, dann könnte ich mir durchaus mal wieder vorstellen, mir ein monatliches Abo dann zu holen. Aber bitte erst, wenn alle Folgen veröffentlicht sind. Und dann in kurzer Zeit mir die Serie dann einmal wirklich durchzuschauen, das Abonnement dann aber auch wieder zu beenden. So ist eigentlich mein Plan, so möchte ich jetzt eigentlich erstmal auf mittlere Sicht weiter vorgehen. Und ich werde auch trotzdem weiterhin bei Amazon bestellen. Aber der kostenlose Lieferservice ist da ja gar nicht ausschlaggebend. Wenn ich über 39 € komme, auch der Betrag hat sich erhöht. Also das waren früher mal irgendwo, ich glaube, 20 €, dann 25 €, 29 €. Jetzt sind wir bei 39 €. Ab 39 € Warenwert habt ihr kostenlosen Versand, auch ohne Prime gemacht zu haben. Und wenn euch bei der konkreten Bestellung 39 € noch fehlen, habt ihr zwei Möglichkeiten.
Die eine ist, und die empfehle ich euch tatsächlich ohnehin, weil ich selber mache das schon seit längerem so. Man ist immer geneigt, oh Mensch, irgendeiner hat einen tollen Tipp. Bin ich ja selber einer davon. Ich schreibe euch ja unter die Videos regelmäßig dann die Links der verwendeten Sachen, die ich dann so bei meinen Basteleien zum Beispiel dann benutzt habe, die Werkzeuge, die ich benutzt habe, sehe ich als Servicedienstleistung für euch, dass ihr dann, wenn ihr das nachmachen wollt, dann auch schnell die Sachen findet, die ihr dafür braucht. Aber ich habe schon ganz oft Sachen dann bestellt und habe dann nachher ein Dreivierteljahr später die plötzlich wieder irgendwo mir in die Hände fallen lassen. So, ach ja, das hattest du ja auch mal bestellt. Wofür eigentlich noch? Man ist gar nicht dazu gekommen, es dann tatsächlich zu machen und umzusetzen. Macht in meinen Augen also tatsächlich Sinn. Stellt euch Produkte auf eure Watchlist, auf eure Wunschliste und bestellt sie nicht gleich direkt. Wenn ihr dann nach ein paar Tagen Abstand irgendwann genug auf eurer Wunschliste draufstehen habt, dass ihr die 39 € damit erreicht, dann habt ihr zwei Sachen dabei erreicht. Die Sachen, die ihr auf die Wunschliste raufgeschrieben habt, die jetzt doch nicht mehr so toll sind, die habt ihr vielleicht in der Zwischenzeit nämlich von der Wunschliste wieder gelöscht. Das heißt, unnötigen Konsum, unnötiger Verbrauch, das Ganze muss hergestellt werden, produziert werden, transportiert werden, der entfällt dadurch. Wenn ihr das gar nicht erst bestellt, ihr habt es ja immer noch auf der Wunschliste, wenn euch also später dann irgendwann das Ganze dann in den Sinn kommt, jetzt will ich das doch nochmal machen, wisst ihr, wo ihr den Artikel finden könnt. Wenn ihr ihn aber nicht bestellt, dann habt ihr Geld gespart und habt durch diese Reifephase, dass das Ganze erstmal so ein bisschen nochmal auf die ich schlaf nochmal eine Nacht drüber Bank geschoben worden ist, euch selber nochmal davon überzeugt, ob der Artikel jetzt für euch wirklich die Bedeutung hat, dass ihr den jetzt wirklich bestellen wollt. Wenn ihr darüber dann einen Warenwert von 39 € überschreitet und das Ganze euch dann kostenlos zuschicken lassen könnt, habt ihr eigentlich wieder denselben kostenlosen Versand. Dafür braucht man Prime also effektiv nicht. Ja, sagt ihr, aber was ist denn, wenn ich das ganz dringend brauche? Und ich schaffe es nicht auf die 39 €. Ein gewisser Betrag wird bereits aus dem Artikel resultieren, den ihr bestellen wollt. Und dann habt ihr noch einen Restbetrag auf 39 €. Wenn es dann tatsächlich mal so dringend ist, guckt in eure Wunschliste, was dann vielleicht tatsächlich jetzt Sinn macht, in dem Moment mit reinzuziehen. Wenn das immer noch nicht reicht, früher hat man gesagt, bestellt ein Buch mit dazu. Muss ich euch enttäuschen, funktioniert nicht mehr. Das Buch wird gegebenenfalls tatsächlich kostenlos versendet, weil das macht Amazon immer noch. Aber eine kombinierte Sendung wird dadurch nicht plötzlich im Versand Kosten auf Null sinken. Den Trick, den haben die inzwischen dann tatsächlich rausgezogen. Aber ihr habt alle möglichen Artikel eures Alltagsverbrauchs. Was weiß ich. Das kann zum Beispiel die Seife sein, die ihr im Badezimmer dann, so eine Flüssigseife, die man irgendwo im Spender hat, ne, die man regelmäßig braucht, die man regelmäßig auffüllt. Der Rasierschaum, die Zahncreme, die man benutzt. Also Verbrauchsartikel, die man ohnehin regelmäßig beschaffen muss. Und die meisten davon gibt es auch auf Amazon. Und wenn ihr sie dort dann zum Auffüllen mitbestellt, dann habt ihr ganz schnell die 39 € erreicht, die ihr für eure dringende Bestellung dann haben musstet und habt die Versandkosten gespart. Als ich jetzt die Kündigung tatsächlich dann vorgenommen habe, fand ich das Ganze nochmal ein bisschen ja, unterhaltsam, wie Amazon eigentlich geschickt versuchen will, euch von der Kündigung abzuhalten. Wenn ihr in euren eigenen Kontobereich geht und dort den Prime-Abo-Bereich dann auswählt, dann habt ihr dort die Möglichkeit zu kündigen. Wenn ihr da drauf drückt, erscheint aber als nächstes eine Hinweismaske von Amazon. Willst du wirklich auf deine Vorteile verzichten? Du hast doch noch 3 Tage bis zum eigentlichen Ablauf. Ja, das erweckt den Eindruck, wenn ich jetzt auf den nächsten Knopf drücke, dann ist sofort mein Abo beendet und ich kann kein Prime-Video mehr gucken, ich kann keine Bestellung mehr auslösen. Warte ich doch vielleicht. Führt natürlich dazu, dass die Leute gegebenenfalls ihren Kündigungstermin verpassen. Bei einer jährlichen Laufzeit, und es kommt die nächste Jahresgebühr dazu, hat Amazon dann richtig was gewonnen, euch davon abzuhalten, auf den Knopf zu drücken. Ich selber war da auch vorsichtig, habe erst 3 Tage, glaube ich, vor Ablauf dann tatsächlich den Button auch wirklich gedrückt und gesagt, so, ja, jetzt, ich meine das ernst, ich will das wirklich, beende bitte mein Prime-Video oder mein Prime-Abo, es ist ja eben nicht nur das Prime-Video. Und siehe da,
Dann kamen die nächsten Folgemasken, die dann bestätigt haben, ja, okay, wir beenden das jetzt wirklich für dich. Du kannst aber noch bis zum Ablauf deines aktuellen Zeitraums, bis zum so und so vielten, die Vorteile natürlich weiterhin nutzen. Hätte ich also auch schon viel früher den Button drücken können und sagen können, so, kann ich nicht mehr vergessen, drücke ich schon mal. Und dann habe ich gestern eine sehr günstige Powerbank gefunden. Da habe ich mir gedacht, da probierst du es mal aus. Die soll nur 16,99 € kosten. Macht für ein Anwendungsszenario bei mir, wenn ich auf Fernreise bin, da wäre die nochmal interessant für. Deswegen habe ich sie jetzt auch tatsächlich auf Beobachten gesetzt. Und dann wollte ich mal schauen, ob ich die jetzt bestellen kann und mir einfach ein günstiges Buch dazu bestellen kann. Denn es hieß früher immer, bestell einfach ein Buch mit dazu und dann sind die Versandkosten frei. Ja, habe ich dann reingeguckt. Ich habe gerade mal nach dem Screenshot gesucht und habe den nicht gefunden. Aber hier haben wir es noch. Weiter einkaufen. Da ist nämlich genau der, den ich gestern mir in den Warenkorb reingepackt habe. 16,99 € für diese 27.000 Milliampere-Stunden Powerbank. Finde ich nicht uninteressant für Fernreisen, wie gesagt. Da habe ich ein Anwendungsszenario, wenn ich in Australien unterwegs bin und meine ganzen Akkus laden muss unterwegs, wäre so ein Teil tatsächlich Gold wert. Ich habe mir das jetzt hier in den Zwischenbereich reingelegt, in den Warenkorb eingelegt. Ihr seht schon, ich habe es ausprobiert mit dem Buch. Ich schenke dir eine Geschichte für 1,60 €. Habe dann die Powerbank einmal dazu gepackt und gehe jetzt damit zur Kasse. Ich habe kein gültiges Prime-Abo mehr. Und dann heißt es hier, als treuer Kunde haben wir ein besonderes Dankeschön für dich. Exklusiv für dich. 7 Tage Prime für nur 99 Cent. Die wollen mich also schon wieder in das Abo zurücklocken. Für 99 Cent würde ich jetzt also dann einmalig erstmal diesen Prime-Vorteil für 7 Tage wieder genießen können. Und hier steht auch dann schon drin, nach deinem einwöchigen exklusiven Angebot kostet Prime nur 8,99 € pro Monat, jederzeit kündbar. Könnte ich jetzt also sagen, dann Prime fortsetzen und zahlen oder nein, danke, ich möchte fortfahren und zahle 3,99 € Versandkosten. Das ist eigentlich auch schon. Das ist ja nicht irgendwie Paketgebühren, sondern 3,99 € finde ich jetzt auch noch überschaubar. Vielleicht ist das tatsächlich auch durch das eine Buch bedingt, dass es da ein bisschen günstiger geworden ist. Aber ausschlaggebend fand ich eigentlich, die wollen mich schon gleich wieder direkt in das Abo da zurücklocken. Mache ich natürlich nicht. Also ich brauche diese Powerbank im Moment auch noch nicht. Ich mache genau das, was ich euch empfehle. Ich habe mir das jetzt erstmal auf die Watchlist gesetzt. Und wenn das jetzt tatsächlich konkreter wird mit meiner Urlaubsplanung, das geht um das, was ich dann zum Ende des Jahres hin an Fernreisen gegebenenfalls machen will, so November, Dezember ist da so ein bisschen die Zielplanung, dann habe ich es auf der Wunschliste drauf und kann dann immer noch gucken, ob es dann immer noch relevant ist, ob ich es brauche. Und wenn nicht, habe ich mir die Ausgabe gespart und habe ein Gerät weniger zu Hause rumliegen, was dann da vom Rumliegen ja auch nicht besser wird. Jetzt bin ich ja gerne unterwegs dann auch mal am Streamen. Das habe ich euch ja auch gerade erst in meinem Video zum Internet im Wohnmobil wieder gezeigt und erzählt, dass das tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit ist, das Datenvolumen, das man unterwegs braucht, ja zu reduzieren. Ich habe aber im Moment noch eine Serie, die gab es nicht in Prime. Die musste ich also kaufen, habe dann ein Angebot dann genutzt, wo es dann besonders günstig war, pro Staffel 4,99 €. Ich habe jetzt noch 3 Staffeln davon. Das ist die Serie Versailles. Die kann ich natürlich, weil ich sie gekauft habe, auch weiterhin bei Prime runterladen. Gar kein Problem. So viel zu meinen Überlegungen. Prime bleibt erstmal auf mittlere Sicht gekündigt. Vielleicht bewegen wir ja damit etwas, wenn wir das machen, dass Amazon sich das mit der Werbeschaltung da noch ein bisschen überlegt, ob das wirklich so die schlaueste Idee gewesen ist. Ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird. Aber zumindest ich für mich kann dann mit meinen Füßen abstimmen und sagen, nee, gefällt mir nicht, passt mir nicht, will ich nicht. Und ich verliere effektiv unterm Strich nicht viel dabei. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr darüber, mich mit euch in den Kommentaren dann auch auszutauschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.